Hallo liebe Freunde, Jura aus Irkutsk grüßt euch ganz herzlich. Danke für das Einschalten, danke, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist Montag, der 14. Juli 2025. In diesem Video möchte ich euch über einige Ereignisse erzählen, die in Russland vor kurzem passiert sind. Ich hoffe, ihr habt ein Interesse für das Alltagsleben in Russland und aus diesem Video könnt ihr erfahren, wie das Russland lebt und was im Land passiert. Also bleibt bitte dran, los geht's! Autoverkehr. In den kommenden Jahren sollen die Regeln für die Teilnahme älterer Menschen am Straßenverkehr überarbeitet werden. Im Entwurf der neuen Verkehrssicherheitsstrategie, die bis 2030 und mit Ausblick bis 2036 geplant ist, wird darauf hingewiesen, dass Personen über 60 Jahre häufiger als andere Altersgruppen als Verursacher von Verkehrsunfällen auftreten. Zudem entfällt auf diese Altersgruppe mehr als ein Drittel aller Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern. Im Strategieentwurf heißt es sei notwendig, ältere Menschen gezielt an ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr heranzuführen und zugleich die Verfahren zur Beurteilung ihrer Fahrtauglichkeit weiterzuentwickeln, insbesondere wenn es um das Autofahren geht. Nordkorea. Am 12. Juli fand im nordkoreanischen Wonsan ein Treffen zwischen dem russischen Außenminister Sergei Lavrov und Kim Jong-un statt. Das Gespräch verlief in einer warmen kameradschaftlichen Atmosphäre. Sergei Lavrov drückte gegenüber Pyongyang seine aufrichtige Dankbarkeit für die Unterstützung der russischen Sonderoperation aus. Wie aus einer Mitteilung des russischen Außenministeriums hervorgeht, würdigte er insbesondere die Beteiligung von Soldaten der koreanischen Volksarmee an der Befreiung des Gebiets Kursk von ukrainischen Nationalisten und ausländischen Söldnern. Darüber hinaus tauschten sich beide Seiten ausführlich über die Lage auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien aus. Sie waren sich einig, dass die zunehmenden Spannungen in der Region auf die verstärkte militärische Aktivität der USA und ihrer Verbündeten zurückzuführen seien, insbesondere auf die häufigeren Manöver mit nuklearen Komponenten. Russland und Nordkorea bekräftigten ihre gemeinsame Haltung und ihr Bekenntnis zu einer politischen und diplomatischen Lösung der Situation. Badeanzug in der Stadt. Wer im Badeanzug durch die Stadt spaziert, riskiert nicht nur irritierte Blicke, sondern unter Umständen auch ein Bußgeld oder sogar eine Festnahme. Darauf weist der Jurist Ilja Russajew hin. Laut dem Experten kann das Tragen von Badekleidung an Orten, die nichts mit Badegewässern zu tun haben, etwa in Parks, auf Spielplätzen, in der Innenstadt oder im öffentlichen Nahverkehr, als Verstoß gegen die gesellschaftlichen Moralvorstellungen gewertet werden. Besonders kritisch wird es, wenn ein solches Auftreten mit provokantem Verhalten, Aggression oder vulgärer Sprache einhergeht. Dann könnte die Situation als Ordnungswidrigkeit eingestuft werden, mit Bußgeldern bis zu 1000 Rubel oder sogar bis zu 15 Tagen Haft. Außerdem wird daran erinnert, wer in Schutzgebieten oder in großen Mengen Beeren aus dem Roten Buch pflückt, etwa zum Weiterverkauf, riskiert eine Geldstrafe von bis zu 1 Million Rubel, bis zu 480 Stunden gemeinnütziger Arbeit oder bis zu 2 Jahre Zwangsarbeit. Migranten in Russland. In Russland steht eine digitale Reform im Migrationsbereich bevor. Ab dem Jahr 2026 soll ein neues staatliches Informationssystem namens Digitales Profil eines ausländischen Bürgers in Betrieb genommen werden. Den entsprechenden Erlass unterzeichnete Präsident Wladimir Putin. Das System wird umfassende Informationen über Ausländer und Staatenlose erfassen, die nach Russland einreisen, das Land verlassen oder sich innerhalb der Landesgrenzen aufhalten. Auf Basis dieses digitalen Profils plant das Innenministerium die Einführung moderner technischer Lösungen, darunter auch eine einheitliche ID-Karte mit integriertem elektronischem Datenträger, die als offizieller Identitätsnachweis für Ausländer in Russland dienen soll.
Wie das Ministerium mitteilte, sollen die Daten aus verschiedenen behördlichen Systemen in einem zentralen digitalen System zusammengeführt werden. Grundlage bilden dabei biometrische Daten wie Fotos und Fingerabdrücke. Ziel ist es, ein aktuelles Bild der Migrationslage im Land zu erhalten und die Steuerung der Migrationsprozesse zu verbessern. Pest. Die russische Verbraucherschutzbehörde Rospotrebnadzor hat erklärt, in Russland besteht kein Grund zur Sorge wegen der Pest. Trotz eines bestätigten Falls in den USA sei das Risiko für die Bevölkerung in Russland äußerst gering. Laut der Behörde wird die sanitäre und epidemiologische Lage im Ausland kontinuierlich überwacht. In Russland gibt es ein gut funktionierendes System zur epidemiologischen Überwachung, das eine frühzeitige Erkennung und Eindämmung möglicher Gefahren gewährleistet. Selbst in Regionen, in denen natürliche Pestherde existieren, ist ein Ausbruch äußerst unwahrscheinlich, betonen Experten. Zur Erinnerung: Anfang des Jahres berichtete die US-Zeitung USA Today über einen ersten Fall von Beulenpest im Bundesstaat Oregon seit über 8 Jahren. Als wahrscheinliche Infektionsquelle gilt eine Hauskatze. Insel Olchon. Auf der Insel Olchon, einem der schönsten und beliebtesten Reiseziele in der Region Irkutsk, hat der großflächige Ausbau der Straßen begonnen. Derzeit wird an 3 Abschnitten gearbeitet, insgesamt über 12 Kilometer, die bislang nur aus Schotter bestanden. Die Bauarbeiten erfolgen im Rahmen des nationalen Projekts Infrastruktur für das Leben. Den Fortschritt vor Ort begutachteten der erste stellvertretende Vorsitzende der Regierung der Region Irkutsk, Ruslan Sitnikov, sowie der stellvertretende Verkehrsminister der Region, Viktor Zyschkowski. Der Straßenausbau auf Olchon ist nicht nur eine Frage des Komforts, es geht um Sicherheit, Umweltschutz und die nachhaltige Entwicklung der Insel. Präsident Wladimir Putin hat persönlich den Auftrag für diese Arbeiten erteilt. Alle Maßnahmen werden unter Einhaltung der Umweltvorschriften umgesetzt. In diesem Jahr stehen für die Straßeninstandsetzung auf der Insel mehr als 487 Millionen Rubel zur Verfügung, erklärte Ruslan Sitnikov. Also liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke für das Anschauen dieses Videos. Ich hoffe, euch geht's gut so im Alltag. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.